Ob nun mit Tinnitus oder ohne, für Musiker stellt sich immer die Frage, wie gehe ich mit der Lautstärke auf der Bühne um und wie mache ich es mit dem Monitoring? Was es da so für Möglichkeiten gibt und wie ich persönlich das auch handhabe, darum geht es in dem Video. Lautstärke auf der Bühne ist ja ein großes Thema. Also gerade wenn es auch um Ohrbelastung und sowas geht. Da hat sich ja in den letzten Jahren doch vieles getan. Sprich, es ist leiser geworden auf der Bühne. Da kommen zum Beispiel dann solche Sachen wie Plexiglas-Trennwände um Schlagzeug dazu. Oder auch, dass man gar nicht mehr mit Verstärkern spielt, sondern direkt ins Pult. Und zu guter Letzt, dass man auch keine Monitorboxen mehr, sogenannte Wedges, auf den Boden hat, sondern mit In-Ear-Monitoring arbeitet. Und zu dem Thema will ich ein bisschen was erzählen. Es gibt ja zwei Arten von Kopfhörern. Einmal die, die an den Gehörgang angepasst sind und dann die, die das halt nicht sind. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Da geht es dann zum Beispiel um Anschaffungspreise, dann auch wie gut halten die, also wie sicher sitzen die oder fallen die raus. Wie dicht machen die, bekomme ich noch was von meiner Umgebung mit. Will ich, dass sie gut dicht machen oder will ich eigentlich mehr von meiner Umgebung mitkriegen? Und zu guter Letzt auch, kann ich die, wenn ich die nicht mehr benötige, wiederverkaufen? Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil wenn man sich einen machen lässt, für den Gehörgang angefertigt, kann man das nämlich nicht. Da kann man ja mal 1.000 Euro ausgeben und wenn ich dann zu dem Ergebnis komme, dass es eigentlich überhaupt nicht für mich funktioniert, ist das Geld weg. Das ist durchaus ein Argument für nicht angepasste Kopfhörer, zumal die im Zweifelsfall auch günstiger sind. Muss nicht sein, aber eigentlich sind sie günstiger und man hat ja solche Dinger eigentlich auch schon vorrätig zu Hause an der Wand hängen. Also da fällt mir zum Beispiel sowas hier ein. Geschlossen, ne, ist ja auch, wenn man aufnimmt, Aufnahmen macht, aber die kann man auch als fürs Monitoring nehmen. Sieht halt ein bisschen komisch aus. Aber ich kenne Schlagzeuger, die spielen mit solchen Dingern. Ne? Die sind ja nicht ganz vorne. Also der Sänger sieht wahrscheinlich ein bisschen seltsam aus. Beim Schlagzeuger ist es nicht ganz so wild. Es gibt das Ganze ja auch ein bisschen dezenter. Kann man auch dann mit sowas machen. Man kann natürlich auch Walkman bzw. so iPod-Kopfhörer oder Earpods versuchen zu nehmen. Da hat man aber schon das Problem, dass die nicht so fest sitzen. Also zumindest geht es mir so. Das heißt, wenn man jetzt an Positionen sitzt, wo man sich nicht so viel bewegt, vielleicht auch am Keyboard, also wenn ich am Keyboard sitze, ist es vielleicht noch denkbar. Aber zum Beispiel für Sänger, Gitarristen, Bassisten ist das schon ein bisschen eine wackelige Geschichte. Da bieten sich dann doch die an den Gehörgang angepassten Kopfhörer an. Bei mir ist es auch noch eine speziellere Geschichte. Ich habe so enge Gehörgänge, da passen diese 0815 Nupsis nicht, also die rutschen immer wieder raus. Die im professionelleren Bereich verbreiteten Kopfhörer sind dann schon die an den Gehörgang angepassten. Die gibt es mit einer sogenannten Ambient-Bohrung oder auch ohne. Also die Ambient-Bohrung soll dazu gut sein, dass man ein bisschen was von seiner Umgebung mitbekommt. Das ist ein wichtiges Thema. Will ich, dass die Kopfhörer komplett dicht machen, also ich so gut wie gar nichts von außen mitkriege, oder will ich meine Umgebung wahrnehmen? Also da geht es auch um Publikum. Also ich finde, es ist komisch, wenn man das Publikum so überhaupt nicht mitkriegt. Also diese, sei es Klatschen, sei es Rauen, egal worum es da so geht. Und da gibt es diese verschiedenen Varianten. Prinzipiell sind diese Kopfhörer aus ganz hartem Material, also das ist ein Kunststoff, also nichts Weiches. Man kann die aber gut einsetzen. Ich habe da 2 Stück davon. Einer ist ohne Ambient-Bohrung, den habe ich mir als ersten geholt. Und zwar auch, um damit mischen zu können oder auch Aufnahmen machen zu können. Das funktioniert wirklich super. Da mache ich aber noch ein extra Video dann dazu. Der hat einen linearen Frequenzverlauf, weil er fürs Mastering gemacht ist und macht richtig zu. Ich habe mir dann einen mit einer Ambient-Bohrung noch machen lassen. Da bin ich aber nicht so zufrieden. Ich habe da noch eine andere Lösung, da komme ich gleich dazu. Aber da habe ich jetzt zum Beispiel den Punkt, den würde ich ganz gerne wieder loswerden wollen. Geht aber nicht. Passt nur mir. Das heißt, ja, vielleicht benutze ich den irgendwann mal wieder, aber die Kohle ist weg. Ein Freund von mir hat mir dann, als wir uns mal getroffen haben, auf eine Firma AC Audio Sensaphonics aufmerksam gemacht. Die sitzen in den Staaten.
Da ist es so, dass der Kopfhörer ein Mikrofon drin hat. Das heißt, man kann über dieses Mikrofon justieren, wie laut man seine Umgebung wahrnehmen will. Das Coole ist bei dem Konzept, man kann beim Hörer zwischen 3 Varianten auswählen. Das heißt, es gibt so ein Grundsetup, das man auch in Deutschland und in Dänemark kaufen kann. Da bekommt man dann das Bodypack mit dem Kopfhörer und den ganz normalen Nupsis. Das sind ja immer 3 verschiedene Variationen, klein, mittel, groß. Dann bieten sie die Möglichkeit an, und das ist das, was ich gemacht habe, dass man sich einen Silikonaufsatz herstellen lassen kann, der an den Gehörgang angepasst ist, der allerdings weich und flexibel ist und sich schwierig einsetzen lässt. Also ich habe da beim ersten Mal, glaube ich, 10 Minuten gebraucht, bis ich die Dinger drin hatte. Wenn man es dann ein paar Mal gemacht hat, stellt sich natürlich eine gewisse Routine ein, aber das ist immer noch nicht so. Ich habe da immer noch keine Technik, dass ich das einfach mal so auf die Schnelle eingesetzt kriege. Und zu guter Letzt bieten sie dann noch die Möglichkeit, dass man auch wie bei den anderen Kopfhörern von vornherein einen festen Kopfhörer hat, der dann auch mit so einem harten Kunststoff gemacht ist. Und ich denke mal, da hat man dann kein Problem, das Ding einzusetzen. Wichtig bei der ganzen Geschichte ist, dass man die ersten beiden Varianten wiederverkaufen kann. Hier jetzt mal in Nahaufnahme das System von Sensaphonics. Das ist das Bodypack. Und man sieht jetzt auch hier schon, dass das ein spezieller Anschluss ist für den Kopfhörer. Macht aber natürlich insofern auch Sinn, da der Kopfhörer ja ein Mikrofon haben muss. Ne? Und das sieht man jetzt hier. Das Mikrofon und hier, wie auch dieser Silikonaufsatz gehandhabt ist. Ne, das kann man dann draufstecken, funktioniert super. Es ist halt sehr weich und es ist echt eine Wissenschaft für sich, das Ding einzusetzen. Ausgeliefert wird er mit solchen Nupsis und wie schon erwähnt, großer Vorteil, das kann man alles wiederverkaufen, wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass es einem nichts nutzt. So, und dann gibt es hier diese App und da kann man sehen, Mikrofonpegel, man kann verschiedene Sachen einstellen, man hat auch ein IQ, und auch sonst noch mehrere Optionen und kann hier auch die Lautstärke einstellen vom Mikrofon. Das kann man allerdings auch am Bodypack selber machen. Und das funktioniert perfekt. An der Stelle möchte ich der Vollständigkeit halber noch von einer Möglichkeit erzählen, die leider nicht mehr erhältlich ist. Und zwar geht es da ja auch um diese Ohrhörer, die ich mittlerweile bei kleineren Clubs verwende. Also da verwende ich gar kein In-Ear-Monitoring, sondern da ist ja alles so laut um mich rum, da reicht mir das, wenn ich eigentlich nur die Stöpsel hier reinmache und ich kriege alles mit. Also da gibt es eigentlich keine Monitoranlage. Und für diesen Ohrschutz gab es mal Kopfhörer. Da konnte man den Filter rausnehmen und dann dafür den einsetzen und dann hatte man ein In-Ear-Monitoring, was gut funktioniert hat. Ich habe keine Ahnung, warum das nicht mehr angeboten wird. Aber ich muss ja nicht alles verstehen. Es gibt unterschiedliche Meinungen, ob das In-Ear-Monitoring jetzt gut für die Ohren ist oder nicht. Also gerade auch unter dem Gesichtspunkt Innenohrüberlastung, Tinnitus, weil die ja natürlich da sitzen und direkt ins Ohr reinstrahlen. Das ist mit der Grund, warum ich mich dazu entschieden habe, das nur noch selber regeln zu wollen. Ich will nicht, dass ich mich da in die Hände und in die Abhängigkeit eines Monitormischers begebe. Dazu jetzt 2 Varianten, die ich mir überlegt habe. Die eine Variante ist eher für kleinere Bühnen gedacht, wo man auch gar nicht unbedingt großartig mit Monitorboxen arbeiten muss, weil man alles mitkriegt, weil die Verstärker neben einem stehen. Da benutze ich dann meine In-Ear-Kopfhörer in erster Linie als Ohrschutz und gebe mir lediglich das Signal von meinem Bass auf meinen Kopfhörer, damit ich mich selber gut kontrollieren kann. Dazu nehme ich mir dann ein Signal, der direkt aus der DI-Box kommt, der im Verstärker drin ist oder von einer separaten DI-Box. Oder wenn man mit einer PA arbeitet, dann über ein Y-Kabel, dass ich dann eins zur PA schicke und eins auf mein Bodypack. Oder sogar auch, wenn ich es ganz einfach mache, dass ich direkt aus dem Bass raus mit so einem Y-Kabel arbeite und direkt eins auf mein Bodypack schicke und das andere dann zum Verstärker einfach leite. Ne? Also ich habe dann hier so ein Bodypack, da stecke ich dann meinen Kopfhörer ein und regle dann wirklich nur
wie laut ich mich hören will oder muss, um mich gut kontrollieren zu können. Und das muss im Normalfall nicht laut sein. Hängt natürlich davon ab, wie dicht der Kopfhörer macht. Wenn ich jetzt die Variante mit dem Lautsprecher mache, da kann ich genau einstellen, wie viel ich mitkriegen will und wie laut ich mich mache. Wenn man jetzt auf größeren Bühnen spielt, funktioniert das natürlich nicht mehr so. Da habe ich mir dann überlegt, mache ich das Ganze mit einem Mischpult. Ich habe da noch so ein altes, antiquarisches, das ist Furstenflut, aber für den Zweck funktioniert das super. Da lasse ich mir dann von dem Monitormischer einen Mix machen, ohne mein eigenes Signal. Also wirklich nur die anderen Signale und lasse mir dann da das Stereosignal geben. Das gebe ich hier drauf auf den Mischer. Und dann gebe ich mich selber, mein Bass oder manchmal spiele ich ja auch Keyboard, dann da drauf. Das ist dann die Frage, je nachdem wie die ganze Konzeption ist, ob ich das auch mit dem Y-Kabel mache oder ob es da eine andere Lösung gibt. Auf jeden Fall mache ich mir dann hier auf dem Pult die Verhältnismischung von den restlichen Signalen und meinem eigenen Signal und schicke mir dann das über den hauseigenen Kopfhörerverstärker auch auf ein Bodypack und entsprechend auf mein Ohr. Das ist ein bisschen aufwendiger, aber hört sich komplizierter an, als es in Wirklichkeit ist. Und das ist das Wichtige, mir ist es alles dieser Aufwand wert, weil ich habe alles dann selber unter Kontrolle. Mit meinen Tinnitus-Erfahrungen will ich mich da auf keine Experimente mehr einlassen. Wenn ihr Fragen zu den Sachen habt, stellt die ruhig in den Kommentaren. Ich mache gerne auch nochmal detailliertere Videos zu dem einen oder anderen Thema. Ansonsten hoffe ich mal, dass es euch gefallen hat und wenn dem so ist, drückt den Abonnier-Button, dann bleibt ihr auf dem Laufenden. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.